Hallo, da seid ihr ja wieder und ich bin auch hier. Das ist aber ein Zufall. Ich finde es gut, dass wir uns immer so treffen. Heute wollte ich mal über ein paar Sachen sprechen, die in meinem Leben eigentlich ganz gut gelaufen sind und auch ein paar Sachen, die vielleicht hätten besser laufen können. Und sozusagen, was ich mir selber raten würde, wenn ich jünger wäre oder überhaupt mir raten würde. Und ich habe mir hier 7 Punkte aufgeschrieben. Übrigens ist das mein neues Segment MEN. Und ich dachte mir so, dass ich also MEN heißt ja so, klingt ja schon so nach Männer. Und es heißt Men Explore New Ways oder Männer entdecken neue Wege. Und der Sinn davon ist, dass ich da quasi über die Dinge reden kann, die mich interessieren, also mich ganz persönlich, nicht so philosophisch, ja vielleicht auch philosophisch, aber eben so Männerthemen mehr wie Sport oder Ernährung oder vielleicht Berufliches oder so, vielleicht Frauen, wer weiß. Jedenfalls so mehr Männerthemen, ne? Also demzufolge geht es nicht so um Schönheit und Nägel lackieren, sondern um Männerthemen. Was natürlich nicht heißt, dass ich die Frauen irgendwie nicht mag oder so. Es ist nur eben nicht mein Thema. Und man muss ja mal ganz konkret sagen, die Frauen haben ja auch eine andere Kultur irgendwie. Die haben andere Themen, eine andere Art, auf die Welt zu reagieren oder die Welt zu nehmen. Und so gesehen passt es vielleicht für mich besser, wenn ich das mit Männerthemen fülle. Ich hab da auch 2, 3 Sachen, die ich wirklich empfehlen kann und die ich im Bereich zum Beispiel Sport empfehlen kann oder so. Und also wenn ich von Sport spreche, dann meine ich jetzt nicht, dass man Sportsendungen sieht oder so, sondern dass man selber Sport macht, das meine ich. Ich habe also heute ein paar Sachen, die jemand, der vielleicht so ein bisschen Zielführung gebrauchen könnte, auf ganz allgemeine Art und Weise annehmen könnte. Es wäre direkt meine Empfehlung und die habe ich ja aufgeschrieben, 7 Stück, zufällig. Die Glückszahl 7. Der erste Punkt direkt, um da reinzugehen. Achte auf dich. Achte auf dich, deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, wie du dich wohlfühlst. Ich weiß, dass man als junger Mensch insbesondere glaubt, man müsse dies oder jenes reißen, damit bestimmte Pläne, die in der Zukunft liegen, sich erfüllen. Und in meinem Leben zumindest fand ich das immer ganz gut, dass ich da doch sehr auf mich geachtet habe, meine Gesundheit. Es gab also öfters Situationen, in denen mir Leute gesagt haben, ich müsse dies oder jenes machen. Und ich hatte da immer mein eigenes Köpfchen. In Erinnerung ist mir zum Beispiel, dass früher mal, als ich ein junger Mann war, mit 17 oder so, da war ich beschäftigt in einer Fabrik also ich war Tischler, bevor ich studiert habe und die hatten halt Möbel hergestellt und der große, dicke Produktionsstättenleiter saß mir gegenüber und wollte mich überreden, zu einer Baustelle zu gehen, was eigentlich eine Auszeichnung war und man freute sich, wenn man da hin konnte und so weiter. Aber ich wollte nicht. Ich habe gesagt, ich will zur Volkshochschule, ich will Abitur machen. Ich habe da also Pläne und der kam also viele Male immer wieder, ich soll das machen. Und bin dabei geblieben. Ich war damals sehr, sehr schüchtern und habe bestimmt nicht sehr überzeugend geklungen oder so, aber ich bin einfach dabei geblieben, was ich wollte und habe meine Pläne insofern dann vollendet. Ich habe Abitur gemacht, ich habe dann studiert und wenn man also leicht umzuschmeißen ist, was sowas angeht, dann ist das natürlich nicht so. Dann wird man mal das machen, mal das. Also da war ich eigentlich mein ganzes Leben stolz drauf, dass ich das einfach beachtet habe und ja, dann komme ich direkt zu Punkt 2. Ich finde es so wichtig, dass ich daraus einen Punkt mache, obwohl man das als Unterpunkt von 1 werten könnte, aber es ist Sport. Sport. Mach Sport. Ich habe zum Glück
in meinem Leben ganz schön viel Sport gemacht und zwar auf einer relativ regelmäßigen Basis. Und das kommt natürlich ganz stark mit Punkt 1 zusammen. Achte auf dich. Ja, also Sport ist so eine Sache, wie gesagt, es ist fast ein Unterpunkt. Achte auf dich. Und Sport ist dann die Gewohnheit, die sozusagen zum Ausdruck bringt, achte auf dich. Die ganz praktische Ausführung von achte auf dich. Sport, wenn du es auf einer regelmäßigen Basis machst, das sagt dir so vieles und bringt dir so vieles. So vieles, was dann auch später in anderen Punkten, die ich dann noch nennen werde, dann wieder wichtig wird. Ne? Also zum Beispiel Disziplin. Ja? Wenn du sagst, du hast also einen ganz bestimmten Plan, was deinen Sport angeht, zieh den durch. Mach das. Und du wirst sehen, das wird Erfolg haben. Und wenn du darin Erfolg hast, dann wird sich das übertragen auf alles mögliche andere. Und das macht dich, insbesondere wenn du das Jahre machst, irgendwie auch härter. Ja? Ich mache ja auch, ich mache ja auch Kampfsport und ich will nicht sagen, ich wäre besonders hart oder so, aber dass man eben Sport macht, das schafft eine gewisse Ausdauerfähigkeit, würde ich sagen, und dass man also die Zipperlein, die notwendigerweise kommen, nicht so ernst nimmt. Also wenn du zum Beispiel, was ich früher mal gemacht habe, ich bin viel gejoggt, stundenlang und hatte eigentlich immer so ein Ziehen in den Beinen und würde man nun solche Zeichen so schwer nehmen, wie manche es ja tun, die sagen, dann können sie eben keinen Sport mehr machen, wenn es zieht in den Beinen. Aber man weiß natürlich auch, dass wenn man Sport macht, dann zieht es eben auch ein bisschen. Oder wenn man zum Beispiel Fitnesssport macht oder mit diesen Gewichte anhebt oder sowas, dann zieht's. Und das ist ja irgendwie auch der Sinn von der ganzen Sache, dass der Körper sich an sowas gewöhnt, an etwas Schwereres. Und der Sport, der macht also so viel mit dir. Alle möglichen unguten Angewohnheiten, die du vielleicht haben könntest, die werden dann weniger. Zum Beispiel, wenn du rauchst, dann wirst du dir irgendwann sagen, ich renne hier rum und versuche auf meine Lunge zu achten oder auf dies zu achten, jenes zu achten. Und dann pfeife ich mir dann wiederum hinterher Zigaretten rein. Und dann sagt man sich irgendwann, das macht irgendwie keinen Sinn. Ich lasse es mal. Das macht eben Sport. Das sind also schon 2 sehr wichtige Punkte. Der dritte ist, finde dein eigenes Maß. Das ist also, da komme ich dann eigentlich auch wieder zurück auf den Sport und auf die erste Sache. Achte auf dich. Ja? Du selber hast ein eigenes Maß. Du hast kein Maß so wie andere. Also wenn dir jemand sagt, du musst die und die Übung machen und das Gerät. Das Allerwichtigste ist, dass du überhaupt hingehst, zum Beispiel zum Sport. Du kannst damit anfangen, dass du einfach hingehst, machst deine Sache, die dich nicht überfordert und am nächsten Tag gehst du wieder hin. Und damit du am nächsten Tag hingehen kannst, musst du eben so wenig machen, dass du gerne hingehst. Du dich nicht überforderst und irgendwann wird es einfach zu einer Sache, das machst du dann und es zieht immer ein bisschen, aber nicht zu sehr. Ja? Während dass du total kaputt bist, das ist völlig unnötig und führt auch überhaupt nicht weiter. Ja? Und das spielt wieder zusammen mit einem 4. Punkt. Warte mal, wo ist das jetzt hier? Meine Zettel fallen mir schon runter, so viele sind es. Das wiederum spielt zusammen. Ja, das ist eigentlich eine philosophische Sache. Es ist eigentlich eine philosophische Sache, die ich mir da so überlegt habe, aber meiner Ansicht nach stimmt es total. Also denk dir mal, du bist eine statistische Größe. Du bist also nicht der Pünktchen, was du alles denkst, der mit dem Namen XY, der mit dem Beruf sonst wie, sondern du bist letzten Endes die Summe deiner Gewohnheiten, mehr nicht. Dein Ego, das, was du über dich denkst, das ist auch die Summe dessen, was du jeden Tag über dich denkst und was tausendfach dann sich widerspiegelt in dieser Welt voller Spiegel. Wenn ich von Spiegeln spreche, dann meine ich auch andere Leute, die da sagen, du bist das und das. Und du bist also eine statistische Größe. Und als statistische Größe
Also wenn ich jetzt, ich hab ja immer gesagt, alles ist Geist, ne? Die ganze Natur ist Geist. Du bist Geist. Was unterscheidet dich jetzt von dem Baum da? Von dem Baum da hinter mir. Was unterscheidet mich da? Der Baum als Denkgewohnheit der Natur, der bleibt an dieser Stelle. Ne? Der hat also einen anderen Rhythmus sozusagen als du. Du bist, wenn du jetzt hier an dem Baum so vorbeigehst, dann bist du vorhin da vorne gewesen und jetzt bist du hier. Wenn du also ich will das mal vergleichen mit so einer Langzeitbelichtung. Wenn du zum Beispiel den Sternenhimmel fotografieren willst und der Sternenhimmel hat ja ganz wenig Licht. Und da muss man so eine Langzeitbelichtung machen. Das dauert manchmal eine Stunde, dass sich das so belichtet, so wie du es brauchst, sodass dann der Sternenhimmel auch auf dem Foto zu sehen ist. Und wenn da in dieser Stunde Leute in dem Foto vorbeilaufen, ne? Mal angenommen, du hast ein Stativ, das Foto wird gemacht, die laufen da vorbei und sind auf dem Foto dann aber gar nicht zu sehen. Ja? Der Sternenhimmel aber schon. Und so kannst du das sehen. Also alles das, was längerfristig oder immer wieder gedacht wird, das materialisiert sich in irgendeiner Weise. Ja? Also, oder denk mal zum Beispiel, wenn du Urlaube machst, ne? Dann irgendwann nach ein paar Jahren fragt man dich, warst du schon mal da und da? Und du sagst, ach, ich weiß gar nicht. Ja, du warst mal da. Und da erinnerst du dich vielleicht. Aber die Dinge, die du quasi täglich tust, da weißt du ganz genau, auch noch nach Jahren, wie das geht und wo du warst und so weiter. Und das ist auch etwas, was dann bleibt. Diese Dinge, die du kontinuierlich machst. Also, wenn du sagst, und daraus folgt ganz viel, wenn du also sagst, du bist eine statistische Größe, dann weißt du in dem Moment auch, dass so eine statistische Größe, die kann auch geändert werden. Ja? Und du weißt jetzt auch, wie es geht. Du musst andere Angewohnheiten annehmen, dann wirst du deine statistische Größe ändern, dann wirst du dein Ego ändern und du wirst am Ende auch, du wirst ein anderer sein. Das war etwas, womit ich mal zu einer bestimmten Zeit meines Lebens haderte, denn ich dachte mir, ich bin jetzt das und das. Wie kann ich was anderes sein? Und quasi diese Fragen, die ich hier gerade vortrage, die haben mich damals sehr bewegt. Was soll ich jetzt machen? Ich bin das und das und möchte eigentlich gerne was anderes sein. Ich finde auch nicht, dass es besonders sinnvoll ist, das und das zu sein. Ich wollte was anderes sein. Und all diese Dinge haben mich damals sehr, sehr beschäftigt. Und man sagte mir das. Aber das mit dieser statistischen Größe, das habe ich mir selber ausgedacht. Und ich finde, es trifft sehr zu. Denk einfach so. Genau, du bist eine statistische Größe, weiter nichts. Das, was du gerade heute mal schaffen kannst, das ist eine Sache. Aber was du dauernd hinkriegst, das führt zu ganz viel. Und da kommen wir dann wieder auf Punkt 2 zurück, den Sport. Also das ist ganz schön und gut, wenn du also das schaffst, irgendwie ein bestimmtes Gewicht, sagen wir mal 20 Mal hochzuheben oder 10 Mal oder so. Aber wenn du dann hinterher kaputt bist und bist mehr oder weniger krank, dann wird das dazu führen, dass du als statistische Größe nicht in Erscheinung trittst, sondern bloß als einmal, also als One-Hit-Wonder. Und das wiederum führt zu nichts. Ja, dann bist du krank. Wohingegen, wenn du dauernd Sport machst, dann wirst du gar nicht mehr krank. Ja, dann hast du eine solche körperliche, wie soll man sagen, dann hast du einfach eine körperliche Stabilität, die andere einfach suchen. Ja. Und übrigens, was ich noch zu Punkt 1 sagen wollte, also dieses Achte auf dich, deine Gesundheit und so, das ist wirklich eine so wichtige Sache, die Gesundheit. Also mancher unterschätzt das irgendwie und lässt sich sagen, zum Beispiel in meiner Jugend, da kannte ich andere junge Leute, übrigens auch in dieser Fabrik damals, die haben in der Lackiererei gearbeitet und der eine war auch ganz jung und sah ganz krank aus durch diesen ganzen Feinstaub von dem Lack. Und
Also ich will damit nur sagen, wie leichtfertig Leute deine Gesundheit aufs Spiel setzen, ne? Indem sie sagen, ach komm, geh mal da in die Lackiererei, da kriegst du dann, damals war das so, da kriegst du, sagen wir mal, 300 Mark der DDR mehr im Monat, was eine Menge war. Aber will man das? Will man seine Gesundheit dafür hingeben? Wenn einem das so gesagt wird, dann würdest du sagen, nee, natürlich nicht. Aber das sagt dir ja keiner. Und dann musst du selber überlegen. Hab dein eigenes Köpfchen. Sei nicht so eine, fast könnte man sagen, Pfeife, die sich alles sagen lässt von irgendwelchen anderen Leuten. Die denken nicht so über dich nach wie du. Denk über dich selber nach. Liebe dich. Warte mal, habe ich das als Extrapunkt eigentlich? Nee, habe ich nicht. Könnte man ja auch mal sagen. Ja, liebe dich selber. Nicht in dem Sinne, dass du dein Ego anwachsen lässt und immer wenn dir jemand einen Euro wegnimmt, dann sagst du was. Sondern liebe dich in dem Sinne, dass du auch eine gewisse Nachsicht mit dir hast. Was wiederum sehr mit Punkt 3 korrespondiert. Finde dein Maß. Dein Maß muss nicht das Maß von anderen sein. Ja? Dein eigenes Maß. Liebe einfach dein Maß. Dein Maß ist völlig okay. Als ich immer so viel gejoggt bin früher, da bin ich, da habe ich mir selber gesagt, ich jogge so, wie es mir passt. Ich jogge in der Schnelligkeit, die war nicht besonders schnell. Ich jogge so lange, wie ich will und habe auf die Art und Weise schön gejoggt. Hätte ich das so gemacht, wie andere mir gesagt haben, oder wie man vielleicht manchmal denkt, du musst die und die Strecke schaffen in der und der Zeit, dann hätte ich das vielleicht mal gemacht, aber da fehlt dann der Spaß und also dass man das immer wieder machen kann. Das ist also ganz wichtig, diese Wiederholen, da kommen wir eben auf diese statistische Größe zurück, das Ego. Du bist nur im Prinzip der Natur sichtbar, wenn du eine gewisse Kontinuität hast in deinen Angewohnheiten. Na? Das betrifft die guten Angewohnheiten und das betrifft die schlechten Angewohnheiten. Und da sind wir dann schon bei Punkt 5. Versuch dich zu konzentrieren. Also sieh mal all die Angewohnheiten, die du hast, die dich eigentlich ablenken von dem, was du gerne sein möchtest. Ja? Mal ein Wort dazu, dass du gerne irgendwas sein möchtest. Da gibt es ja so und so viele gute Ratschläge, die dir sagen, du sollst ein Think Picture machen oder so. Ich weiß nicht, wie das nochmal richtig heißt. Also, dass du am liebsten so eine Wandzeitung dir machst mit allen Bildern, die du dir vorstellen kannst. Und dann hängst du das dahin und betrachtest es jeden Tag ehrfürchtig. Ich kann nur sagen, bei mir hat es nicht funktioniert. Ich fand es irgendwie auch lächerlich. Ich habe also ich habe bestimmte Bilder in meinem Kopf, was ich ganz gerne sein würde, aber dass ich nun unbedingt mir ein Bild hinhänge von Palmen oder so, sondern ich fand, was bei mir funktioniert hat, war eigentlich immer, dass ich das gemacht habe, zum Beispiel mit dem Sport. Dass ich also irgendwas mache, was gut ist und Sport ist gut. Also ich sage immer, die Zinsen davon, die kriegst du direkt auf dein Konto. Da hat kein anderer was davon. Das ist also etwas wirklich nur für dich. Und du kannst mit Sport wachsen. Du kannst andere Angewohnheiten annehmen, diszipliniert, die du einfach dann so machst. Wenn du siehst, dass das mit dem Sport funktioniert, dann kannst du das übertragen auf jede andere Sache. Ja? Und der Sport funktioniert ja eben so mit dieser Sache, was ich gerade sagte, über statistische Größen. Ne? Also wenn du statistisch gesehen immer beim Sport bist, dann wirst du genauso ein Typ, der genauso aussieht, als ob er sportlich ist. Und also konzentriere dich, versuche zu sehen, welche Ablenkungen es gibt. Ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste, aber ich lerne da auch immer noch dazu. Neulich hatte ich mal sowas gesehen, da sagte einer, er macht es so, dass er das vermeidet und jenes vermeidet und auch zum Beispiel Musik vermeidet. Und also Spotify abbestellen und so.
Ich dachte mir so, ja, da ist eigentlich was dran, weil Musik ist ja wie so ein Mantra, finde ich. Du hörst es immer wieder. Ich neige dazu, dann immer wieder dasselbe zu hören und immer wieder, weil es mir so gut gefällt und weil ich diese Musik liebe. Also ich liebe Bluesmusik und auch Country Music, und ich kann nur sagen, ich finde, da hat der recht. Das ist auch eine Ablenkung zum Teil. Das wird richtig zu so einer Sache, die in deinem Hirn sich materialisiert wahrscheinlich und die widerhallt einfach, die du die ganze Zeit hörst, selbst wenn du die Musik ausstellst. Sich zu konzentrieren heißt eben, das Gehirn auch frei zu machen von all diesen Ablenkungen. Noch mehr trifft es natürlich zu auf Fernsehen. Ja? Also da bekenne ich mich schuldig, was ich da früher ferngesehen habe und fand es immer so realistisch und toll. Gerade wenn man jung ist, dann lässt man sich ja so reinziehen in die Handlung, zum Beispiel von Filmen, die... wenn ich sie heute sehe, dann sehe ich quasi die Kameras, die da stehen vor dem Schauspieler und sehe das eben alles mehr so als Industrieprodukt an. Früher als jüngerer Mensch habe ich mich so in die Handlung reinziehen lassen, und das macht ja auch den Zauber von Kino aus und so. Aber irgendwann kommt man dazu, dass man merkt, das ist eben etwas, was sich Leute ausgedacht haben. Da gibt es gute Produkte und schlechte Produkte auf jeden Fall, aber wo man sagen könnte, was sich also nicht besonders bewährt hat, war das Ferngeglotze mit diesen Serien oder so. Das ist alles nichtssagend. Oder wenn du zum Beispiel paar Angewohnheiten hast, die dich ablenken können, wie zum Beispiel Rauchen oder Alkohol, der dich außer Gefecht setzt natürlich, der sozusagen, wenn du dich eine Weile wohlfühlst, dann dafür sorgt, dass du am nächsten Tag vielleicht Kater hast oder sowas, oder alle möglichen anderen Angewohnheiten, von denen du merkst, das ist einfach nicht besonders nützlich. Zum Beispiel mag ich es ja eigentlich Wirtschaftssendungen auch bei YouTube zu sehen. Und da gibt es also YouTuber, die machen quasi jeden Tag ein Video und immer über dasselbe. Also zum Beispiel habe ich das eine Weile gesehen, dass einer in Kalifornien am Strand so lang ging und immer darüber redete, wie schlecht die Wirtschaft ist. Ja? Die Wirtschaft ist schlecht, die Wirtschaft ist schlecht. Dann blieb er stehen vor Läden, die geschlossen sind, und dann, was er so hört aus der Geschäftswelt, er selber als Geschäftsmann. Und das ist zweifellos auch eine Nische. Aber muss man das jetzt jeden Tag hören? Also wenn du das jetzt eine Weile mal gehört hast oder wenn du dir eine Meinung gebildet hast über eine bestimmte Sache, einen Sachverhalt, und mag er noch so wichtig sein, dann reicht's, glaube ich. Also dass man immer so ein bisschen einen Blick hat dafür, was dich ablenkt und was dich weiterbringt. Na, die Konzentration ist eben ganz, ganz wichtig. Deshalb macht man ja im spirituellen Bereich eben Yoga. Und ich mache es so, also mein Yoga ist, wenn ich zum Beispiel Sport mache ohne Kopfhörer. Oder wenn ich überhaupt der Meinung bin, dass Kopfhörer sollte man im öffentlichen Leben nicht aufhaben. Und im privaten Leben ist es eigentlich meistens unnötig, weil du kannst ja dann deine Musik anmachen, wenn du willst. Im Kampfsport ist es natürlich so, dass dass eine der Grundregeln ist, dass du immer, sagen wir mal, mit deinen Sinnen vor Ort sein möchtest. Du möchtest überhaupt bemerken, wenn sich irgendjemand an dich ranmacht und vielleicht dich angreifen will. Das solltest du bemerken, bestenfalls. Wenn du es nicht bemerkst, dann kann auch die beste Kampfkunst nicht helfen, sondern sie ist dann so wie überflüssig. Deshalb ist es, sagen wir mal, manchmal komisch zu sehen, wenn Leute im Stadtbetrieb einfach Kopfhörer aufhaben, finde ich. Sie werden dann vielleicht nicht bemerken, wenn ein Auto sich nähert oder wenn dies oder jenes passiert, sondern sind überrascht, wenn irgendeines dieser Dinge eintritt. Jetzt der Zettel ist schon wieder weg.
Hier. Ach so, ja, da ich ja über mich spreche, kann ich ja sagen, ich weiß nicht, ob das was für jeden ist, Ehrlichkeit, Philosophie, Nachdenklichkeit. Also Ehrlichkeit ist eine Sache, die erleichtert sehr vieles. Also nicht ehrlich zu sein in dem Sinne, dass man anderen irgendwas vorgaukeln will. So ungefähr, du bist besser als du bist oder so. Oder du bist anders als du bist. Du bist zum Beispiel cooler als du bist. Oder du bist klüger als du bist oder so. Ja, und das ist ja eigentlich gang und gäbe, dass Leute sich, also was weiß ich, denkt bloß mal dran, wo ihr das überall seht, dass sich Leute gegenseitig Orden umhängen, um sich zu erhöhen oder Kronen aufsetzen oder sich betiteln und dann stellt sich raus, sie haben das Ding gar nicht selber geschrieben oder so. Heute mit KI ist es ja noch viel leichter. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gehen soll. Noch mit Doktortiteln. Und so weiter und so weiter. Aber es ist eben auch der Pfad, auf dem im Prinzip die Welt ist und der nicht gut ist, soweit wir sehen können. Dieses ganze Gelüge im Sozialismus war das immer so, das stimmte gar nicht. Keine Zahl, ja, keine Zahl, was wurde produziert. In der Zeitung stand immer, die Werktätigen haben die Pläne mit 110% übererfüllt und so. Und wenn das gestimmt hätte, dann hätten eigentlich die Werktätigen in Saus und Braus leben müssen. Haben sie aber nicht. Ja, und das ganze Gelüge, das ist etwas, was letzten Endes auf dich selber auch abfärbt. Ja, dass du, oder umgekehrt, ja. Oder umgekehrt, das Gelüge des Einzelnen wird zum Gelüge der Gesellschaft. Also es nützt ja aber nichts, wie sich dann ja immer rausstellt. Am Ende steht die Abrechnung, wenn man so will, ja, mäßig sein. Mäßigkeit ist irgendwie eine große Tugend und eine große Grundweisheit, dass man sagt, man muss nicht der Klügste sein, man muss nicht der Schönste sein, man muss nicht der Sportlichste sein, es reicht völlig aus, wenn du einfach, wie gesagt, deine Persönlichkeit als statistische Größe siehst und versuchst, diese Statistik zu verbessern. Zum Beispiel, wenn du sagst, du warst vorher nicht beim Sport oder nur selten und jetzt gehst du jeden Tag. Das ist das, was ich meine. Und um das machen zu können, brauchst du manchmal so jemanden, der dir sagt, hey, du siehst doch ganz schön dicklich aus oder du siehst irgendwie, also du könntest dies oder jenes verbessern und dann die normale Reaktion ist oft, dass dann kommt, ja, wer glaubst du denn, dass ich bin oder ich mache doch schon dies oder jenes und weißt du, ich kann so und so, dass man das annehmen kann. Dazu gehört manchmal, dass du dein Ego ein bisschen im Griff hast, ja? Dass du es nicht so groß werden lässt. Dazu wiederum ist Philosophie notwendig. Ja? Philosophie ist der Punkt, wo ich sagte, dass du dich als irgendwas Bestimmtes siehst, als eine statistische Größe zum Beispiel, dass du überhaupt zu so einer Überlegung kommst. Ja? Viele, die die Welt immer so als materiell ansehen, ja? Die also denken, die Wahrheit läge in diesem oder jenem, die können das Fließende daran nicht so sehen. Ja? Und die Tatsache, dass du alles im Prinzip ja sein kannst oder nicht alles sein kannst, aber du kannst dich jedenfalls von einer, wenn du so willst, materialisierten Persönlichkeit zu einer ganz anderen entwickeln. Und das kannst du eben, indem du deine Gewohnheiten änderst. Und dann musst du nicht radikal machen oder so, sondern du kannst mit irgendwas anfangen. Wie gesagt, mein Rat wäre Sport. Und dann beobachte das und dann gucke, wie du damit weiterkommst, wozu das führt, ja, wozu es führt. Wozu es führt, wird Erfolg sein. Und dieser Erfolg, den wirst du übertragen auf andere Sachen. Nochmal zurückzukommen auf diese Nachdenklichkeit und die Philosophie, wie gesagt, das ist mein Ding. Ich weiß nicht, ob jedem das... Also mancher sagt mir auch, dass ich solle nicht so kompliziert sein oder so nerdig oder so. Und das ist aber nun mal mein Ding. Ich mag das. Und das ist genau, sagen wir mal, das Leben so, wie ich es mag. Wohingegen ich es ein bisschen nicht mag und langweilig finde, wenn Leute immer dasselbe reden oder so. Und
da in die Tiefe zu gehen, das ist also genau mein Vergnügen. Ja, und kann ich das jetzt als Ratschlag geben für euch? Ich weiß es nicht. Also da muss jeder vielleicht seinen eigenen Schritt wieder finden. Finde dein Maß, deinen Rhythmus. Nummer 3. Das ist ja übrigens das mit dem Rhythmus, das werdet ihr vielleicht noch wissen, das hermetische Gesetz, ne? Der Schwingung. Wie Nikola Tesla sagte, wenn du das Universum verstehen willst, dann denke in Kategorien wie Rhythmus und Schwingung und Energie. Ach so, und dann ja zu dieser Nachdenklichkeit, Ehrlichkeit und so. Ich hatte das mal in so einem anderen Video gesagt, ich finde es eigentlich auch richtig. Also ich hatte da die Methode. Ne? Also denk dir mal, dass du im Denken anderer ab und zu mal das Loch bist. Das ist einfach so. Kannst du dir vielleicht vorstellen, ne? Dass das so ist. Weil du denkst ja auch manchmal über andere, ist im Loch. Du denkst ja nicht viel dabei oder so, das wird ein oder so, aber das kommt schon vor. Und philosophisch gesehen bist du nicht nur das, was du dir selber denkst, sondern du bist sozusagen die Summe der Gedanken der Welt. Ja? Und da ja alles Geist ist, auch die Natur, bist du quasi die Gedanken der Natur, bist du deine eigenen Gedanken, das lässt sich gar nicht genau trennen eigentlich. Du bist auch die Gedanken deiner Umgebung, ja, und so gesehen bist du eben doch ab und zu das. Und wenn du das akzeptieren kannst und wenn du sagen kannst, okay, das ist eben so, dann kannst du, glaube ich, das auch besser annehmen, wenn dir jemand auf eine etwas brüske Art und Weise, aber ehrlich sagt, was er von dir hält und dass das irgendwie manchmal unangenehm ist. Ja, sogar sehr. Aber da hast du natürlich die Möglichkeit, dem in die Fresse zu hauen. Oder du kannst sagen, okay, das ist eine Sichtweise. Man kann es auch anders sehen, aber sicherlich ist es nicht ganz falsch aus dieser Perspektive. Und das meine ich, dass man einfach Sachen annehmen kann. Es schadet dir ja nichts. Ne? Es ist aber manchmal merkwürdig zu sehen, wie Leute den Gedanken, sie selber könnten irgendwie was Negatives an sich haben, völlig von sich weisen und sagen, das geht ja alles nicht. Hier bin ich wieder bei meinem geliebten kleinen Teich und kann nur sagen, da nehme ich euch mit und zeige es euch wieder. Das ist immer ein Vergnügen. Da ist er. Heute im wunderbarsten Licht. Ja, es könnte nicht schöner sein. Was habe ich noch? Ja, Ehrlichkeit, Philosophie, so ein weites Feld. Philosophie. Manche halten das ja für überflüssig, also für mich ist es direkt. Naja, gut, lassen wir das. Der 7. Punkt, du hast Zeit. Fang an. Du hast Zeit. Ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste. Aber ich kann mich entsinnen, da war ich noch 15 Jahre jünger. Und da hatte ich, oder 17 oder so, ich weiß gar nicht, da hatte ich diese Philosophie des Spiritualismus bereits im Grunde, ich will nicht sagen fertig oder so, aber ich hatte mir so die Grunddinge überlegt. Und damals dachte ich schon, ja, ist es jetzt denn überhaupt noch Zeit, irgendwas anderes anzufangen? Und der abschließende Gedanke damals war, ja, man kann es machen. Also ich hab das ja dann gemacht mit dieser Philosophie, wurde dann derjenige, der das also so weit entwickelt hat, dass da eine gewisse Philosophie daraus wurde. Aber im Laufe der Jahre wurde noch ganz viel mehr dazu, aber damals jedenfalls stellte ich mir auch diese Frage, die ich gerade also hier habe, ist es denn immer Zeit? Kannst du das überhaupt machen? Und da kommen wir eben wieder auf diese ganzen Punkte zurück, die ich schon genannt habe. Also ja, erstens mal, du hast Zeit. Ja? Es kommt nur darauf an, dass du mal beginnst, weil also zum Beispiel im Sport.
geht es darum, dass du halt jahrelang Tag für Tag aufschlägst oder sagen wir mal zumindest dir vornimmst, jeden Tag Sport zu machen, und es kann auch mal sein, dass du mal einen Tag nicht hingehst, weil du vielleicht wirklich krank bist oder so, oder weil bei mir ist es manchmal so, dass ich in der Nacht überhaupt nicht schlafen kann und dann fühle ich mich so müde, dass ich quasi gar nicht machen kann. Das kommt also vor, dass man mal nicht hingeht, und da kommen wir dann wieder zu achte auf dich, fühl dich im Frieden mit dir. Ja? Oder das ist auch der Punkt, das finde dein Maß. Das kann vorkommen und das ist dann auch nicht so schlimm, aber dass du im Prinzip statistisch gesehen ziemlich oft da bist. Und dann kannst du dich entwickeln, und nach ein paar Jahren wirst du sehen, dass sich daraus irgendwas entwickelt hat. Und dann bist du 50, ja. Ich weiß es nicht, wie alt du dann bist, aber du wirst dich auf jeden Fall mehr freuen, als hättest du ein paar Jahre früher gesagt, nee, das ist jetzt zu spät. Und wie gesagt, du hast Zeit. Also wenn du sagst zum Beispiel, du möchtest zum Beispiel Kampfsport machen oder so, und du möchtest dich darauf vorbereiten, dass jemand dich angreifen könnte oder so. Kurzfristig gesehen ist es halt schwierig. Aber langfristig gesehen ist es natürlich sehr gut möglich, dass du das also alles entwickeln kannst, wenn du nur oft genug hingehst und wenn du lange genug Zeit hast. Und wie gesagt, du hast ja Zeit. Das Einzige, was dich davon abhalten könnte, das alles zu Ende zu machen, ist, dass du dann irgendwann stirbst. Aber so wie jeder. Aber im Grunde genommen, wer hindert dich? Höchstens, dass du aus irgendeinem Grund, weil du Punkt 1 nicht beachtet hast, deine Gesundheit dir wegschießen lässt. Das wäre dann natürlich schlecht. Aber ja, selbst dann kannst du immer noch im Rahmen dieser Möglichkeiten irgendwas machen wahrscheinlich. Ich meine nur, also unterschätze das einfach nicht. Das, was du jetzt einfach machen kannst und jetzt direkt beginnen kannst. Und das ist ja auch das Schöne am Leben, dass du durch Entwicklung und dadurch, dass du einfach die Dinge tust, dein Leben lebst. Ja, du musst in dem Moment nicht am Endpunkt sein. Und du musst auch im nächsten Jahr nicht am Endpunkt sein. Das ist gar nicht nötig, sondern du bist auf einem guten Weg und freust dich über die Welt, ja, deine Gesundheit, dein Auskommen, ja, dass du, wenn der Sturm draußen pfeift, dann hast du einen Sessel, in dem du sitzen kannst. Solche kleinen Dinge sind sozusagen eigentlich genug. Ja, und da kommen wir dann, und das hat jetzt Verbindung zu so ganz vielem wieder, wo ich dann doch bei meinen 7 Punkten bleiben möchte. Dass man also zum Beispiel Dankbarkeit empfindet gegenüber den Sachen, die man ja hat. Dass man da ist überhaupt. Wenn man nicht da wäre, brauchte man diese ganzen Überlegungen überhaupt nicht anzustellen. Dass man im Jetzt denkt und sagt, im Jetzt kann mir keiner irgendwas. Im Jetzt lebe ich, im Jetzt habe ich im Kühlschrank einen Käse und so weiter. Ich muss auch nochmal daran erinnern an Luther. Der sagte ja, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. Warum eigentlich, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht? Weil das einfach meine Art zu leben ist. Und weil ich die Dinge, die ich tue, einfach gerne tue. Ohne, dass ich jetzt wissen muss, was morgen passiert. Was ja ohnehin eine Illusion ist. Ja? Dieses Leben in der Zukunft und zu wissen, was da passiert, das ist eine Illusion. Da kommen wir übrigens wieder zurück auf Macbeth, was ich da sagte. Wie Macbeth seine eigene Prophezeiung auf ungute Art und Weise erfüllt hat und hat wahr werden lassen. Okay, Leute, das war doch mal ganz schön. Und es ist ja hier auch ein wunderschönes Wetter und eine schöne strahlende Sonne, wenn auch ein bisschen kalt. Also ich wünsche euch alles Gute und freue mich bis zum nächsten Mal. Spirio.